zusammen, hi everyone. Hier wollte ich euch erst nochmal das Bild vom letzten Video zeigen. Wer das Video nicht gesehen hat, kann oben rechts mal nachschauen, da habe ich es verlinkt. Okay, ihr seht also, mir ging es in erster Linie auch mal darum, ein Bild zu übermalen und ob dann diese zweite Schicht dann hebt oder nicht, oder ob sie reißt oder... Also ihr seht, es ist nichts passiert, nichts gerissen, alles gut, hebt. Und zweiter Punkt ist die Erfahrung, was ich eigentlich gemacht habe, dass es durch diese Perlacryl, also ich gehe jetzt mal davon aus, dass es von diesem Perlacryl ist, schlechte Zellen, ja bis bescheidene Zellen gibt. Also ihr seht, es ist hier auch wieder verlaufen. Man hat hier ein paar kleine, die sind okay, aber hier seht ihr keine schönen Zellen. So, also wie gesagt, schaut euch das Video an, falls ihr nicht gesehen habt. Wer es gesehen hat, ihr wisst, worum es geht. Also man kann es ohne Probleme übergießen, dass nichts passiert, da reißt auch nichts. Und der zweite Punkt, wie gesagt, nochmal die Zellen. Und das ist dieser Knackpunkt, diese Zellen, das stört mich. Und darum möchte ich diesen Versuch mit diesen Wollfäden noch einfach mal probieren. Also nicht so jetzt, sondern einfach mit den Wollfäden. So, dann seht ihr nämlich auch nochmal das andere Bild. Ihr seht es hier genauso. Das ist ja das, was ich mit den Wollfäden gemacht habe. Und ihr seht einfach, die Zellen sind alle total verlaufen. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass das Silikon jetzt nachgelassen hat oder sonst was, wo ich sonst auch immer nehme. Sondern ich gehe einfach mal davon aus, dass durch diese von Las Caux, die Farben, die Perlacryl, dass die da nicht richtig funktionieren. Okay, da ich es ja ohne weiteres übermalen kann, das Bild jetzt soweit auch getrocknet ist, wie gesagt, dass die Bilder richtig durchtrocknen, dann könnt ihr sie auch ohne Probleme nochmal übergießen. So, mache ich das aber jetzt. Ich habe mir Wollfäden nochmal vorbereitet. Etwas länger diesmal, weil ich vielleicht auch mal ein bisschen mehr schlingeln möchte, also mehr Wellen machen möchte. Zu den Farben. Diesmal habe ich wieder diese von Xenacryl von Bösner genommen. Und zwar ist das dieses Echtgelb, also transparent. Dann habe ich das Braun genommen, habe ich es richtig? Ja genau. Das Havanna Braun, und zwar das ganz deckend, also opak. Das Cyan Primär, auch halbdeckend. Und dieses Türkis, auch halbdeckend. Natürlich zwei große Becher diesmal. Ich habe ja letztes Mal zu wenig Weiß angerührt. Mit dem Weiß, also Titanweiß, auch deckend. Okay. So. Was ich jetzt noch machen muss, und zwar habe ich fast vergessen, das Silikon 300. Ich möchte ja das gleiche testen. Und zwar nehme ich das wieder von Optimal Products. Also 100% Silikonöl. Ich mache da jetzt auch wieder ein bisschen mehr rein, weil ich möchte schon nicht Äpfel mit Birnen vergleichen, sondern gleich viel, weil beim letzten Mal habe ich auch ein bisschen mehr reingemacht, weil das eigentlich auch sinnig ist, aber ihr seht ja, das Ergebnis hat nicht wirklich so funktioniert. So, jetzt rühre ich das auch wieder kräftig um. Also ich rühre da nicht nur ein-, zweimal um, sondern schon, weil die Farbe soll sich ja wieder an diesen Wollfäden einsaugen und dann sollte das Silikon natürlich auch gut verteilt sein. Da bin ich jetzt wirklich mal gespannt, wenn das gleiche Ergebnis gibt, was ich eigentlich nicht vermute. Aber man weiß ja nie, ich kann mir es nicht vorstellen.
So, ich habe mir wieder 6 Fäden vorbereitet. Das sehe ich gerade, ich habe heute 4 Farben. Aber egal, da kann ich nochmal Fäden machen. Die Fäden tue ich jetzt natürlich wieder ein. Und ich hoffe diesmal ohne Knoten, so wie beim letzten Mal. So, einmal das Braun. Noch 2 Fäden. Passt auf, ich mache von diesem Blau und Gelb mache ich nur einen Faden. Dann brauche ich jetzt nicht nochmal extra was zuschneiden. Und ihr müsst nicht warten, weil sind eh schon genug Fäden. Und ich möchte ja nicht das ganze Bild voll machen mit Farbe, sondern auch noch eine schöne weiße Fläche haben. Soll ja nicht so überladen wirken. So. Okay, das war das Blau und jetzt noch das Echtgelb. Also müsst ihr schauen, dass ihr keine Knoten reinmacht, vor allem wenn ihr 2 Fäden reinmacht. Vielleicht ist mir das auch schon wieder passiert. Schauen wir nachher mal. So, ich lasse jetzt diese Farben schön einwirken in die Wollfäden. Und fange jetzt wieder an. Ich bestreiche einfach trotz allem nochmal das Bild etwas am Rand und auch die Mitte, damit einfach die Wollfäden nicht verrutschen oder nicht so arg verrutschen. Dann kann man aber gleichzeitig natürlich auch den Rand einstreichen. So, dass man einfach wie so eine klebrige Schicht hat. Muss nicht viel sein. So, dann haben wir es eigentlich schon. Kurz den Handschuh etwas sauber machen. Okay, dann fange ich jetzt mal mit einem braunen Faden an. Jawohl. Wir kommen ihn einigermaßen raus. So. Und macht da jetzt auch ein bisschen Wellen. Nehmen einen türkisen Faden und schon haben wir den Knoten. Aber geht noch. Dann haben wir hier einen blauen Faden. Ja, Türkis seht ihr, da ist zu wenig fast eigentlich. Aber ich habe Gott sei Dank noch einen Faden. Das muss eigentlich so aussehen wie bei diesem blauen hier. Wie fast noch mehr Welle machen können. Aber egal. Dann nehmen wir den gelben. Und den habe ich ja richtig lang gemacht. So. Nehmen wir nochmal den Braun auf die andere Seite. Und zum Schluss noch den türkisenen Faden. Lege ich da auch noch auf die andere Seite.
So, dann haben wir das eigentlich schon mit Farben. Jetzt hauen wir das Weiß wieder drauf. Also das Weiß einfach drüber. Jetzt hoffe ich, dass das Weiß dieses Mal reicht. Das ist schon enorm, was man da an Farbe braucht. Also ich möchte halt danach nicht mehr so viel laufen lassen, sondern das Bild soll ja durch das Ziehen der Fäden entstehen. So, jetzt müssen wir natürlich schauen, was oben liegt. Und ich werde es jetzt wieder so machen, dass ich die... Aha, da haben wir unten. Dann machen wir das so, dass man das einfach so rauszieht. Schaue ich mal. Man sieht jetzt natürlich noch nicht viel, aber so wie ich das kenne eigentlich und wie es auch sein sollte, müsste es nachher nach oben kommen, wenn ich es erhitze. Also das hat ja wie gesagt letztes Mal bei diesen Las Caux auch nicht so geklappt. Wobei ich jetzt auch eine ziemlich dicke weiße Fläche habe. Letztes Mal war ja zu wenig weiß. Ah. Dann haben wir noch zwei Fäden. Und noch so, das war alles. Gibt jetzt hier auch schon ganz andere Bläschen. Das ist ganz lustig. So, ich werde es jetzt kurz erhitzen, damit natürlich auch die Farben mit dem Silikon nach oben kommen. Und natürlich auch die Luftblasen rausbekomme. Und dann schauen wir mal, ob ich es noch ein bisschen laufen lasse oder eigentlich schon gut ist. So, aus. So, ich werde es noch ein bisschen laufen lassen, denke ich mal. Weil ich habe hier die Ränder noch nicht ganz voll und ich möchte es nicht verschmieren. Und ich möchte es auch noch ein bisschen verteilen. Aber nur ein bisschen. Wobei ich da nicht so viel machen möchte. Aber ich möchte es natürlich weiß bekommen und nicht die untere Farbe durchsehen. Wobei jetzt der Rand nicht so weltbewegend ist. So. Okay, klar, mehr Weiß, ganz wichtig. Habe es natürlich auch laufen lassen, um zum Vergleichen lasse ich es jetzt hier einfach trotzdem auch noch mal ein bisschen laufen. Nur damit wir den direkten Vergleich haben. Ist vielleicht sinniger.
gefällt mir das noch nicht so. Okay. So. Das ist ein schönes, dezentes Bild. Da fehlt mir noch am Rand Farbe. So. So, ich denke mal, jetzt ist aber gut. Nochmal kurz erhitzen, dann war es das eigentlich schon. Und dann schauen wir mal. Also das sieht jetzt wirklich richtig gut aus und dezent. Okay. Mach's mit dem Heißluftföhn, weil wie gesagt, Heißluftföhn ist mir eigentlich fast immer lieber. Wisst ihr was, warum der Heißluftföhn fast besser ist? Also meine Meinung, wenn ihr mit dem Entschuldigung, wenn ihr mit dem Brenner drauf geht, zieht sich das Material zusammen. Also wie gesagt, der Film oben oder diese Schicht von dem Medium zieht sich zusammen. Und wenn ihr es mit dem Heißluftföhn erhitzt ihr das ja, aber durch die Luft geht es teilweise sogar ein bisschen auseinander. Also ist ganz komisch. Darum sage ich fast besser mit dem Heißluftföhn. Okay. Was mir jetzt aber auffällt, wir schauen mal, es arbeitet noch nach, die Zellen kommen noch ein bisschen raus gerade, aber es gibt auch nicht so schöne Zellen, also es ist ganz komisch. Vielleicht liegt es dann doch rein an der Technik, aber das wollte ich herausbekommen, ob es an der Technik liegt oder ob es an den Farben lag. Jetzt schauen wir mal, ich lasse es einfach nochmal für 10 Minuten einwirken und dann zeige ich es euch mal von nahen wieder. Okay, dann bis gleich. So Leute, ich muss noch ein bisschen laufen lassen. Ich wollte hier die Farbe nochmal am Rand tupfen und bin natürlich hier mit meinem dicken Kessel an die Farbe gekommen, an den Rand. Naja gut, aber ich zeige es euch jetzt mal von nahem und ich glaube, es liegt nicht mal ganz an die Farben, sondern es liegt wirklich an dieser Technik. Man sieht es auch hier ganz gut, dass es wirklich keine schöne Zellenbildung gibt. Okay, dann weiß ich Bescheid. Gut, jetzt zeige ich es euch mal von nahem. Gerade hier, man sieht es. Es kommen dann praktisch mit dieser Technik keine so schönen Zellen raus. Aber wenn einer jetzt nicht so arg auf Zellen steht und so verschiedene Muster machen möchte, der kann dann diese Technik machen. Ja. Gut, hier seht ihr meine braunen Ringe, die habe ich wieder etwas laufen lassen. Und hier sehe ich auch noch, dass da die Farbe, machen wir noch ein bisschen dran. Ja, das habe ich gemacht auf der anderen Seite. Okay, also gut, liegt nicht an die Las Caux, so wie es aussieht,
sondern einfach an dieser Technik. Aber gut, es ist interessant, finde ich. Kann man auch schöne Bilder machen. Gut, dann wisst ihr Bescheid, ich weiß Bescheid. Dann wünsche ich euch was, bis zum nächsten Mal. Tschüss, bye.